Buenos dias auf La Gomera. Und herzlich willkommen bei Wunderschön. Was für Landschaften, Berge, Täler und rundrum das Meer. Besuchen Sie mit uns diese wildromantische Vulkaninsel im Atlantik. Die zweitkleinste der Kanaren, die zu Spanien gehören. In San Sebastián kommen alle Fähren an. Das Valle Gran Rey im Westen gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen. Und im Nationalpark Garajonay kann man toll wandern. Und nicht nur dort. Es gibt einige Küsten, wohin es vor allem Taucher und Surfer zieht. Die kleine Insel mit nur 20.000 Einwohnern ist gut erschlossen und verfügt über ein Netz von Wanderwegen. Besonders faszinierend ist der hochgelegene urzeitliche Lorbeerwald im Norden der Insel. La Gomera, das ist Baden am Strand und vor allem auch Wandern über dem Meer. Wir beginnen unsere Reise auf dem Aussichtspunkt Mirador de Abrante. Oh. Nur eine Glasscheibe trennt einen hier vom Abgrund. Allerdings eine sehr dicke. Also feste Schuhe braucht man hier wirklich. 600 Kilometer Wanderwege insgesamt. Und ein paar von den schönsten wollen wir ausprobieren. Der hier sieht schon recht anspruchsvoll aus. Oh, diese Kontraste, Farbe. Die rote Erde hat einen hohen Anteil an Eisenoxid. Sie enthält aber kaum Nährstoffe für Pflanzen. Deshalb wächst hier nicht viel. Die Wälder, die es hier mal gab, wurden abgeholzt. Für Brennholz und Ackerland. Ziel unserer ersten Tour im Norden von La Gomera ist das Dörfchen Agulo. Vom Mirador de Abrante geht es etwa 1,5 Kilometer steil runter. Hola. Hallo, viel Arbeit hier hoch, oder? Ja, ganz schön viel. Kannst du mir deine Hand geben? Oh, okay. Ist nicht mehr weit. Ja. Wenn man hier stehen bleibt, muss man allen hochhelfen. Ist ja nett. Mirador de Abrante. Da oben sieht man ihn noch. Das ist schon eine sehr andere Perspektive jetzt von hier unten. Und schon auch echt ziemlich steil. Vor allem runter braucht man eine gewisse Trittsicherheit. Das unterschätzt man gerne. Deswegen wandern ja auch viele diesen Weg lieber hoch. Beides machbar. So langsam erreichen wir das Dorf Agulo. Übrigens einer der ältesten Orte auf La Gomera. Über 400 Jahre alt. Heute gibt es hier eine ganze Menge Cafés, Restaurants und auch Hotels. Cortado, Leche, Leche. Cortado mit Milch und Milch. Ja, normale Milch und Kondensmilch.
Du kannst die Kondensmilch aus der Tüte nach deinem Geschmack reintun. Muchas gracias. Vielen Dank. Ha, das ist jetzt der Cortado. Der normale kommt nur mit normaler Milch. Aber wenn man Leche sagt, dann gibt es diese kondensierte Milch. Also Cortado con Leche. Und wer es jetzt noch mit Wumms wollte, mit Cognac, der müsste dann sagen Carajo. Carajo. An diesen Betonpfeilern, 1908 errichtet, wurden einst Bananen von den Schiffen verladen. Boote können bei dem Wellengang, der hier an der Nordküste herrscht, nicht direkt am Ufer anlegen. Und die Raue See fegte auch diese Verladestation im Jahr 1954 davon. Das ist der wilde Atlantik. La Gomera ist toll und man will auf einer Insel ja auch ins Meer, aber das ist echt zu gefährlich zum Schwimmen hier. Keine Sorge, zu den Badestränden kommen wir aber noch. Am heutigen Tag fahren wir jetzt erstmal los, um die Insel von oben zu sehen. Unsere Tour geht in den Nationalpark Garajonay, zum höchsten Berg der Insel. Die meisten Bäume, die hier wachsen, sind Lorbeerarten. Das ist der Gewürzlorbeer. Ja, den wir ins Gulasch machen. Laurus nobilis. Darf ich mal ein so Blättchen? Natürlich, eins darf man. Eins darf man. Ganz genau. Laurus ist aber in nobilis. dem Fall zum Würzen nicht so geeignet, weil das ist ein wildwachsender Lorbeer. Das ist eine große Pflanze und die kann nicht so viel Aromastoffe produzieren, damit das so schmeckt wie an einem kultivierten Lorbeer. Den lässt man immer höchstens 1 Meter hoch wachsen. Okay. Riecht aber sehr würzig. Oh ja, doch. Passt so nach Harz auch ein bisschen. Ja. Und wir sind ja jetzt im Lorbeerwald. Das heißt, wir haben hier verschiedene Lorbeerarten. Also die großen Bäume sind auch Lorbeer. Absolut richtig, ja. Und dann haben wir ja noch die Flechte. Das hängt ja alles immer ganz Die hängen da, genau. Die hängen immer ganz oben, da wo die Sonne ist. Flechte ist ein Indikator für saubere Luft. Und Flechte ist ein unglaubliches Gewächs, weil das hier ist eine symbiotische Lebensform. Hier haben sich Alge und Pilz miteinander vereint und das ergibt eine Flechte. Und diese Bartflechte hier, die wird heutzutage auch gegessen. In der teuren Haute Cuisine, da nimmt man so ein bisschen von dieser Flechte, nur so ein ganz klein wenig. Man hält es ganz cool in siedendes Öl und dann hält man es ganz kurz auf Eis und dann kommt es auf die Speisen dazu. Man kann sie auch so roh Man kann sie so essen. Haben sehr viele Nährstoffe, ne? Ist Pilz drin. Ja, wir müssen Alge uns wahrscheinlich in Zukunft überlegen, wie wir uns ernähren mit Algen und Flechten. Genau, und wenn man hier verloren geht, hat man immer was zum Essen. Obwohl das ist wirklich nicht so Ich habe nicht gesagt, dass es lecker ist. Nee. Seit 2 Millionen Jahren wächst dieser Wald unberührt in seiner urzeitlichen Form. Ja, schau, hier haben wir jetzt eine Erika, die schon ein bisschen älter ist. Erika, Das Heidekraut. ist die Erika. Das hier. Das ist das, was zu Hause in der Lüneburger Heide wächst. Nee. Und das sind Bäume, die sehr, sehr langsam wachsen, haben ein richtiges Hartholz. Und 14, 15 Meter können sie locker erreichen. Du darfst dich jetzt schon fühlen wie eine Ameise in der Lüneburger Heide, weil die Perspektive ist identisch. So, das hier ist doch jetzt auch wieder Das ist ein Erika, ne? Erika-Trieb, ganz genau. Also ja. Heidekraut, das mit den Richtig. kleinen lila Blütchen. Genau, in weiß und blassrosa blüht Oder das so, hier. genau. Und das passiert schon Mitte, Ende Januar.
Aber warum werden die Pflanzen hier so riesig? Das ist ja Das wirklich enorm. hat damit zu tun, dass wir erstmal keinen Winter haben. Es gibt ganzjährigen Wachstum. Die Bäume wachsen immer. Sie schmeißen niemals ihre Blätter ab. Ja. Und so wie das in Deutschland ist, sie sind immer grün. Und wir haben diese Wüstenwinde kommen, den Scirocco und den Kalima. Und da kommen über 40 Millionen Tonnen Sand jedes Jahr über uns hinweg. Und in diesem Sand ist Eisenoxid, Phosphat und Sulfat. Und das ist wachstumsfördernd. Schau, hier haben wir unseren Löwenzahn. Das ist die riesig. Richtig, das ist die El Hierro Saudistel. Und diese Art Löwenzahn gibt es nur auf El Hierro und auf La Gomera. Ähnliche Sorten auch Teneriffa La Palma. Und die werden locker schon mal so 3 bis 4 Meter hoch. So, der Ganz Löwenzahn. Genau. Der Löwenzahn wächst hier auch ganzjährig. Er wächst, kann man sagen, wie eine Palme. Die Blätter sterben ab und die bilden dann den Stamm. Ähnlich wie das bei einer Palme auch funktioniert. Früher gab es solche Lorbeerwälder überall in Europa. Aber die meisten fielen der letzten Eiszeit zum Opfer. Auf La Gomera blieb es warm und der alte Wald blieb auch. Ach, hier sitze ich, ist klar. Genau, wer denn sonst? Der Profi hat das Sitzkissen dabei. So gehört sich das. Ja, und wenn es hier so feucht ist, muss man schon irgendwas unterlegen, ne? Ja. Und jetzt Picknick, oder? Ja, Hast du was mit? Ich habe irgendwie gedacht, du hast alles dabei. Ich habe hier, warte mal, ich habe hier so ein schönes Stühlchen, das teilen wir jetzt. Oh, das ist aber Guck mal. nett. Dankeschön. So, bitteschön. Das langt ja bis Und dann heute habe ich Abend. sogar noch einen lagomerischen süßen Nachtisch. Hier, guck mal, so kleine Teilchen, so leckere. Kennst du die so aus der Bäckerei geholt? Oh, herrlich. Und was ist es, was die Leute hier so begeistert? Ist es Ja, ich würde sagen, die Ruhe. Wenn man auf La Gomera ankommt, man fühlt sich gleich angekommen. so eine besondere Stimmung, sagen ja auch Ganz viele, genau. ne? Und es ist natürlich auch relativ wenig Tourismus. Wir haben nur knapp über 20.000 Menschen hier. Und das ist natürlich eine sehr gemütliche Insel. Und wir haben ja jetzt gewisse Hotels unten, wir haben Pensionen und so weiter. Aber es gibt auch schon lange einen Baustopp. Also es wird nichts Neues gebaut. Wir haben ja einen ziemlich freien Küstenstreifen unten, wo theoretisch viele, viele Bauplätze wären. Aber gebaut wird nicht. Weil an der Küste zum Beispiel, da muss es auch die Marine genehmigen. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr schwer ranzukommen. Und auch die Grundstückspreise sind sehr, sehr hoch. Und man darf auch nicht über 2 Stockwerke bauen. Das heißt, man ist auch sicher, dass es jetzt hier nicht touristisch Nein, irgendwie nein, plötzlich, nein. selbst wenn die Flieger direkt kommen könnten. Ja, dann müsste man den Flughafen vergrößern und wir haben dafür keine Infrastruktur Nee. für einen Massentourismus. Also da ist, glaube ich, keine Gefahr. Und das ist die Kressesfrucht, so heißt dieser Baum auch. Die sind ess- und genießbar. Da kannst du ruhig mal eine probieren. Wenn sie schwarz sind, sind sie reif. Hat das jetzt was zu bedeuten, dass du das nicht essen willst, dass nur ich das jetzt esse? Ich weiß, wie das schmeckt. Kressesfrucht, Ja, ganz genau. schwarz und Hat einen kleinen Kern innen drin. Aber hat viel Vitamin und so weiter. Aha. Ist sehr gesund. wie sieht meine Zunge jetzt aus? Ja, krümelig. Aber nicht blau. Nein, Also schmeckt jetzt überschaubar, ne? richtig. Und hier wieder diese rote Erde, die ist ja echt Das ist mir schon vorher aufgefallen. Immer, Eisenoxid. Ne? das ist eine Farbe, Eisenoxid. Nennt sich auch die Tosca-Erde. In der Toskana kommt sie vor. Der Ja. Uluhudo in Australien ist aus dem Material. Und das wird auch im Töpferdorf El Cercado genutzt. Da wird heute noch so getöpfert, wie das früher die Ureinwohner getan haben. Und es wird alles aus einem Stück geformt, weil das ist eine sehr, sehr lehmige Erde. Auf der wir jetzt erstmal weiter nach oben wandern, bis zum Berggipfel. Aus dem Nebel in die Sonne. Ganz genau. Aber später tauchen wir dann wieder in den Nebel ein. Ja, das ist ja hier fantastisch. So, jetzt haben wir es geschafft. Ah, 1487 Meter sind wir jetzt hoch. ein erstes Gipfelerlebnis. Ganz genau. Und hier noch einen alten rituellen Kultplatz der Ureinwohner. Hier haben sie sowas Ähnliches wie Erntedank gefeiert. Und wir sind ja auch hier auf dem ehemaligen Zentralvulkan von La Gomera. Die ersten Menschen besiedelten La Gomera vor etwa 7000 Jahren.
Und natürlich gibt es auch jede Menge Sagen und Legenden über die Insel. Mein Begleiter Chris erzählt am liebsten die Liebesgeschichte der schönen Gara. Die Gara war eine junge Ureinwohnerin hier von der Insel, eine Gomerita. Und der Jonay, der kam drüben von Teneriffa. Dann hat er sich ein kleines Floß aus Ziegenhäuten gebaut und die Überfahrt gewagt. Auf halber Strecke ist ihm sein Floß gekentert. Der arme junge Mann ist ins Wasser gefallen, wurde dann hier auf La Gomera am Strand angespült und lag dann da bewusstlos. Und die Legende sagt, nach 3 Tagen hat Jonay das allererste Mal seine Augen wieder aufgeschlagen. Und rein zufällig, genau in diesem Moment, stand die wunderhübsche Gara über ihm. Sie schauten sich in ihre tiefblauen Augen und haben sich sofort ineinander verliebt. Leider ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Weil die Familie war dagegen, die haben gleich gesehen, da spielt sich was ab und die waren dagegen, weil Gara war schon jemand anders versprochen. Und deswegen kamen sie hier zum höchsten Berg der Insel und hier wollten sie ihre höchste Göttin um Beistand bitten. Als sie allerdings hier oben ankamen, da haben sie gemerkt, dass sie verfolgt wurden von Garas Familie, umzingelt waren, dass es keinen Ausweg mehr gab. Dann haben die sich hier unterhalb noch einen Erika-Ast abgerissen, haben den beidseitig spitz gemacht, haben sich da auf die Mauer gestellt, diesen Ast zwischen sich gehalten und sich richtig kräftig umarmt und sind dann da zu Tode gestürzt. Der ist schon leicht abgestorben, aber doch auch richtig riesig groß. Das ist der sogenannte Adlerfarn. Aha. Und der heißt nicht so wegen der Adlerschwingen, sondern wenn man von diesem Farn die Wurzeln aus dem Boden zieht, mit dem Messer durchschneidet, dann sieht man die Silhouette eines Adlers. Für alle Ureinwohner der Kanaren war das hier das wichtigste Grundnahrungsmittel. Die haben die Wurzeln geerntet, die sind außen braun und innen weiß. Das Braune haben sie entfernt, das Weiße in die Sonne gelegt zum Trocknen. Dann haben sie das mit Feuer geröstet und dann haben sie ein Mehl daraus gemahlen. Und das war für sie ein Grundnahrungsmittel. Das Gofio. Ganz genau, ganz genau. Ja. Das heutige Gofio ist ja aus Mais oder Getreide. Dieser Farn wird nicht mehr genutzt. Erstmal sind wir ja hier im Nationalpark, da dürfen wir nichts ernten. Und dieser Farn ist wahrscheinlich auch krebserregend. Und deswegen sind Ureinwohner früher auch nicht ganz so alt geworden, weil sie diesen Farn ständig zu sich genommen haben. Oh. Ja, und weil du dich so gut geschlagen hast hier am Berg, gibt es jetzt noch eine kleine Belohnung. Und zwar, das ist unsere heutige Einkehr. Und da gibt es allerleckerstes Wasser. Ach, das Wässerchen hier? Genau. Und das ist der einzig pissende Baum der Welt. Ist klar. Man hat einfach mal hier ein Loch in den Baum hineingebohrt, um mal zu demonstrieren, wie viel Wasser hier jeder einzelne Baum produziert. Stimmt natürlich so nicht. Hier wird Quellwasser eingespeist. Darauf trinken wir einen. Also Trinkwasser. Genau. Beste Qualität. Ganz genau, Stößchen. Schön war's, Chris, hier im Weltnaturerbe mit dir. Jetzt sind wir verjüngt, ne? Richtig, das ist der Jungbrunnen. Also, jetzt wo du es sagst. Man darf nicht zu viel trinken, sonst geht alles von vorne los. Ne? Endlich baden. Jetzt geht's ins Meer.
Das ist ganz praktisch. Hier gibt es ein ganz gut ausgebautes öffentliches Busnetz. Und hier die verschiedenen Linien bringen einen zu den verschiedenen Wanderrouten. Also das ist auf jeden Fall eine Option. Wenn man keinen Mietwagen hat, kann man hier auch mit dem Bus fahren und dann wandern. Heute wollen wir ein bisschen den Ureinwohnern der Insel nachspüren. Nach einem Museumsbesuch in San Sebastián geht's zum Hirtenspringen an die Westküste und zu einer besonderen Mühle in Las Rosas. Im 15. Jahrhundert eroberten die Spanier La Gomera und gründeten die Siedlung San Sebastián. Als die Spanier vor 600 Jahren auftauchten, lebten auf der Insel mehrere Stämme von Altkanariern. Die heutigen Archäologen fanden Gegenstände, die auf eine Verwandtschaft mit den Berberstämmen Nordafrikas schließen lassen. Fast 1000 Jahre lebten sie völlig isoliert auf der Insel und entwickelten ihre eigenen Rituale und auch eine eigene Sprache. Die Spanier fanden das alles wohl höchst eigenartig, als sie die Insel Anfang des 15. Jahrhunderts einnahmen. Die Ureinwohner von La Gomera wurden von den spanischen Eroberern in kurzer Zeit beseitigt. Die Gomeros wurden hingerichtet oder als Sklaven verkauft. Schon im selben Jahrhundert gab es ihre Kultur nicht mehr. Aber ihre Spuren finden die Archäologen auch heute noch. In den alten Wohnhöhlen entdeckt man die sensiblen Forschungsobjekte, die man vorsichtig mit Handschuhen birgt. Um das archäologische Material zu schützen. Jede Zelle unserer Haut, Speichel oder sonst etwas könnte die Überreste mit moderner DNA kontaminieren. Da, unter den Steinen. Damit es nicht so leicht von den Tieren angefressen werden kann, was oft passierte, wegen des Calciums. Los sabios dicen que están dormidos, oh, oh, oh. Montañas sagradas. Einige Traditionen und Handwerkstechniken der Ureinwohner werden heute noch gepflegt. Zum Beispiel in dem kleinen Ort El Cercado. Dort nutzt man immer noch die lehmige rote Erde von La Gomera, um Töpferwaren herzustellen, vor allem Kochgeschirr. Montañas sagradas, apus del mundo, oh, oh, oh. Maria arbeitet mit der Tonerde wie ihre Vorfahren vor 2000 Jahren, ohne Töpferscheibe. Die Wände des Gefäßes werden aus dem Tonklumpen nach oben gezogen und mit den Fingern in Form gebracht. Diese Arbeit wird schon seit Ewigkeiten auf der Insel von Frauen gemacht, weil alle Männer früher auf die Felder gingen. Die Frauen kümmerten sich um das Haus. Und wenn sie ein bisschen Zeit hatten, stellten sie Keramik her. In Marias Familie haben alle Frauen getöpfert. Von ihnen hat sie es gelernt. Zu dieser Arbeit gehörte es auch immer schon, die Tonerde aus den felsigen Schluchten der Gegend herbeizuschaffen und nach der Gestaltung im Ofen zu brennen.
Unsere Männer und Söhne wissen auch, wie man töpfert. Manchmal bringt mir mein Sohn die Tonerde oder den Sand. Aber auch die Mädchen gehen heute lieber studieren, weil sie dann natürlich viel mehr Möglichkeiten haben. Ich bin froh, dass sie töpfern können, aber wenn sie in ihrem Leben etwas anderes machen möchten, kann ich es ihnen nicht verbieten. Um ihre Töpferwaren gut zu verkaufen, macht Maria sie heute kleiner als die traditionellen Gefäße früher, damit sie im Flugzeug ins Handgepäck der Touristen passen. Es sind auch moderne, glasierte, farbige Gefäße dazugekommen. Vielleicht wird Marias Tochter das kleine Geschäft doch einmal übernehmen. Das idyllische Bergdorf El Cercado hat sich zum Zentrum für Töpferei auf La Gomera entwickelt und bietet den Besuchern auch eine kleine Ausstellung zu diesem Thema. Die kanarischen Bananen, die Platanos, sind kleiner und gelten als süßer und saftiger als die aus Südamerika. Um die Bananen anzubauen, gibt es eine Menge Wasserspeicher auf der Insel. Denn bis zu 1000 Liter braucht man, um 1 Kilo Bananen zu ernten. Etwa 7 Monate dauert es, bis an der Staude die Früchte gereift sind. Weil Wasser auf La Gomera knapp ist, fließt für jeden Farmer nur alle paar Wochen eine gewisse Menge über seine Leitungen in die Plantage. Nicht nur die Ziegen, übrigens die wichtigsten Nutztiere auf La Gomera, müssen hier gut klettern können. Weil die Ziegenhirten mit dem Tempo der Tiere mithalten mussten, entstand vor langer, langer Zeit eine ungewöhnliche Art der Fortbewegung, der sogenannte Hirtensprung, der Salto del Pastor. Grande! Oh, Der ist groß. 3,20 Meter lang. Oh Gott. Um ihn zu tragen, nehmen wir ihn auf die Schulter. Wichtig, dass die Metallspitze immer nach unten zeigt. Halte sie zur Sicherheit nie nach oben, okay? Sonst könnte man jemanden, der vor uns läuft, verletzen. Okay. Gehen wir. Gehen wir. David ist Mitglied in einem Verein, der die Tradition des Hirtensprungs pflegt. Das ist meine Kollegin, Idaira. Hallo, Idaira. Hola, Idaira. Sí, buenos días. Hola. Guten Tag. Hola. Hola. Hallo, wie geht's? Muy bien. Sehr gut, danke. Sprichst du Englisch? Yes, Ja, und Deutsch auch. Oh. Hola, Tamina. Hallo. Das ist Ziegenfett. Darf ich mal? Das ist Fett. Ja, Wofür? das ist Fett. Das ist Fett und dass der Stock rutscht. Aber es ist vielleicht nicht so schön zu hören, aber es ist Ziegenfett.
Man riecht es ein bisschen. Ja, Ach, das macht man hier dran, damit man da dran entlang rutschen kann. Man kann das benutzen oder Handschuhe. Aber die Handschuhe sind nicht so gut für den Griff. Aha. Finde ich. Und das schon, es rutscht, aber du kannst es gut einhalten. Da. Ja, fette es gut ein. Ah, und jetzt fette ich den ganzen Stab ein. Weiter unten auch. Ach so. Woher kannst du das überhaupt? Mein Vater hat mir das gezeigt, seit ich klein war. Du bist hier aufgewachsen? Ja. Auf La Gomera? Bei den Bergen hier, ja genau. Mensch, und wieso sprichst du dann so gut Deutsch? Meine Mutter spricht Deutsch. Ich bin eigentlich Österreicherin. Aha. Von Österreich. Aber ich bin hier aufgewachsen, also kann ich gut springen. Hier braucht man ja den Stab, um bei den Bergen rumspringen. Dann können wir jetzt auch so eine kleine Einführung mal machen. Ja, ich bin echt sehr gespannt, wie man das nutzen kann. Ja. Zuerst irgendwie mal rutscht gegen die Brust, so, und lass die runterfallen. Ja. Dass du mit beiden Händen und mit der Brust bremsen kannst. So. Ja, sehr gut machst du es. Du hast das doch bestimmt schon mal gemacht. No? Nein. Dafür machst du es wirklich gut. Ah, sie konnte es schon vorher. Jetzt will ich springen. Ja, hier ist der beste Platz, weil hier so ein gerader Stein ist. Einstecken. Und einen Fuß vor und mit den Spitzen fallen. Ah, mit den Spitzen fallen. Ja, und einfach so fallen und genau gleich runter. Okay. Direkt runter. Also da so hin. So. Ja. So. Ein Fuß vor. Ein Fuß vor. Und lass die vorfallen. Und vorfallen und Ja, gut. Super. Sehr gut. Gepflegt wird auch die Pfeifsprache der Gomeros, das El Silbo. Ja, das Buenos Dias. Das wäre Hey yo ya, so würde man schreien. Mit El Silbo verständigten sich einst die Ureinwohner über weite Distanzen, von Berg zu Berg, ähnlich wie die Alpenbewohner mit ihren Jodelrufen. Die Jugendlichen auf der Insel lernen die Pfeifsprache in der Schule. Auf dem Lehrplan stehen die Technik und die Bedeutungen der Pfiffe. Den Finger mehr nach außen. Mit der Zungenspitze gegen die Lippen. Vale, muy bien. Cuando te ríes, que te llega la boca hasta aquí, y cuando no, vale, echamos el aire fuerte desde el pulmón. Eso es, eso es. Vale, muy bien. Genau. Du bist ganz rot. Vale, intenta echar el aire fuerte. Vale, muy bien. Am einfachsten sind Alltagssituationen zu verstehen, in denen voraussehbar ist, was mitgeteilt werden soll. Zum Beispiel, wenn ein Mann vom Feld kommt und seiner Frau zupfeift, weil er wissen will, wie spät es ist, ob das Essen fertig ist. Solche Alltagssituationen. Steh auf und bring die Tasche zu Domingo. Wie, also sag mal, das nimmt man so? Und wo machst ein Loch im Mund? Ja. Und wo kommt die Zunge hin? Die Zunge kommt auf den Finger rauf. So. Ah. Und dann kommt ein Ton. Ja, und hier darf kein Loch, hier schon ein kleines. Und die Zunge muss den Loch nicht zumachen. Okay. Ah, Gottes Willen. Die Zunge muss das Loch nicht... Die Luft muss ganz stark rauskommen. Den Loch darfst du nicht zumachen. Ja, das ist einfach Übung. Also ich könnte ja dieses, warte mal. Ja, das kann ich nicht. Nee, warte mal, wie geht das? Konnte ich das nicht mal. Was gab's denn da? So? So. Oh, das ist, wow, das ist Das laut. kann ich. Mit so zwei, dann klappst du die Zunge so zurück.
Wow. Aber ich kann eben nur ein H und du kannst wupp, wupp, Ja, weil die Zunge bewegt sich auf dem Finger, dann kannst du Sachen sagen. Mach nochmal. Krass. Und früher hat man sich wirklich so verständigt? Kann sehr laut sein. Du kannst jemandem pfeifen, was vielleicht da oben ist, und kannst ja reden. Früher, wenn es keine Handys gab. Natürlich. Genau. Komm nach Hause. Genau, komm Jetzt. endlich. Genau. Toll. Ja, aber es ist wichtig, das halt bewahren hier. Wieso meinst du, dass es wichtig ist? Ja, so verliert man halt nicht die Kultur, was es hier mal gab. So vergisst man nicht, wer wir mal waren. Das ist immer wichtig, halt überall. Ja, das ist ein Stück Identität. Ja, ne? genau. Sonst, wer sind wir, wenn wir nicht manche Sachen bewahren? Ja. Jetzt geht es um das Mehl, das die Ureinwohner aus der Farnpflanze gewonnen haben. Unsere nächste Station liegt im Nordosten der Insel, bei Las Rosas. La Molina Vieja. Da wollen wir hin. La Molina Vieja heißt Alte Mühle. Und die ist heute ein Museum. Heute stellt man Gofio-Mehl vor allem aus Maiskörnern her. Das wird hier auch gemacht mit historischen Gerätschaften. Hola. Hola. Alcibiades? Tamina. Hola, encantado. Hallo Tamina, freut mich. Wie geht's? Das Feuer brennt schon. Wofür ist das? Für das Gofio. Weißt du schon was darüber? Ein bisschen. Das ist ein typisches Nahrungsmittel bei uns. Komm mit, ich zeige dir, wie es hergestellt wird. Okay. Vale. Sí. Vale. La Molina Vieja. Oh. Oh, ist das deins? Ja. Diese Dreschmaschine ist von 1930 und wurde damals aus England importiert. Alcibiades hat sie auf dem Schrott gefunden und selbst restauriert. Es ist die einzige ihrer Art auf der Insel. Und sie trennt die Bestandteile des Maiskolbens in Korn, Kolben und das Stroh. Oben ist es das. Schlau. Super Technik. Oben abgegrast, unten kommt der Mais. Perfekt. Ah, okay. Meeressand vom Strand. Und das kommt jetzt da rein. Das ist ja... Schwarzer Sand. Ah, und jetzt? Ja, der Sand ist wichtig, denn er sorgt dafür, dass der Mais beim Rösten nicht anbrennt. Und damit alle Maiskörner die gleiche Hitze abkriegen, muss man die ganze Zeit über umrühren. Jetzt wird der Mais hier mit dem schwarzen Sand vom Strand vermischt und geröstet hier drin. Eine Wahnsinnshitze hier. Das Rösten gibt dem Mais Geschmack und macht ihn haltbar. Ah, cool, wie Popcorn. Der Mais wird geröstet, es muss knacken und springen. Jetzt springen die hier alle in der Hitze. Schmeckt köstlich. Boah. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Wow. Wow. Vor dem Mahlen muss der Sand wieder rausgesiebt werden. Und auch die verbrannten Körner kommen natürlich nicht ins Gofio. Aktion. Diese hier nicht. Mhm. Die Schwarzen kommen raus. Die Mühle. Genau, das ist die Mühle. Molino. Salz. Zu den gerösteten Körnern kommt jetzt Salz dazu. Okay, gracias. Fuerte. Sí, fuerte. Bueno, ahora vamos a arrancar el molino. Das ist das Mahlwerk. Da drüben steht die Antriebsmaschine. La máquina. Wie alt ist die? Die Maschine stammt aus dem Jahr 1914. Sie ist also schon weit über 100 Jahre alt. Also viel älter als wir beide zusammen. So, ein ganz altes Schätzchen, gut gepflegt. Mal gucken. Jetzt wird hier das Öl, Olio. Olio, Aceite. okay. Aquí. Aquí. Ach Gott, jetzt muss man noch Öl reinspritzen. Eso es. Krass. Okay, suficiente. Das reicht.
erschrocken. Pfuff. Mama mia. Mit dem Brenner wird der Motor vorgewärmt, sonst springt er nicht an. Das gehört so. Auf solchen Mörsern aus Lavastein haben die antiken Gomeros einst ihr Gofio gemahlen. Geröstet haben sie das Ausgangsmaterial in heißer Vulkanasche. Así. Vale. No, déjalo ahí. Das ist jetzt die fortgeschrittene Mahltechnik, wie sie Jahrhunderte später benutzt wurde. Und hier ist es Gofio. 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 Ah, es riecht toll. Es riecht ein bisschen salzig und eben geröstet. Schmeckt auch ein bisschen salzig. Toll, und so hat man es eben früher gemacht. Mein Gott. Jetzt starten wir das Mahlwerk. Vorsicht, wir haben nur einen Versuch. Eine Chance. Wenn nämlich das Schwungrad nicht sofort einen Funken auslöst, muss die ganze Maschine erst mal wieder abkühlen. Ja, das ist eine Dampfmaschine. Okay. In diesem Apparat gehen die Maiskörner durch den Trichter zum Mahlwerk. Das sind 2 Lavasteine und unten kommt es raus. Gofio. Gofio. Wow, so fein. Jetzt machen wir auf traditionelle Art einen Teig aus dem Gofio-Mehl in einem Sack aus Ziegenhaut. Also der Honig geht jetzt ins Gofio. Das ist genug. Das Ergebnis ist eine feste, leicht klebrige Masse. Das ist jetzt eine süße Variante von Gofio, wie man es auf La Gomera zubereitet. Das gibt Kraft. Das ist ein Energieriegel. Der Energieriegel von La Gomera. Neuer Tag. Heute geht's nach Valle Hermoso und wir machen einen Spaziergang um den dortigen Stausee. Danach besuchen wir die Quellen von Epina. Unsere Begleiterin kam in den 1980er Jahren nach La Gomera, um in einem alten Bulli Urlaub zu machen. Seitdem wohnt und arbeitet Petra hier. Ja, für die einen sind die Palmen der Inbegriff von Urlaub und für dich? Meine Heimat. Ja, wirklich? Ja. Ich sehe das so, ich habe hier einen großen Luxus, ohne im Luxus zu leben. Ja? Weil die Luft, die Natur, das Essen, ich bin dankbar dafür. Aber es ist ja auch nicht nur einfach, ne, hier Fuß zu fassen. Obwohl man jetzt so, wenn man zum Urlaub machen kommt, denkt... Nein, natürlich nicht. Aber das hast du überall auf der Welt. Ja? Du musst überall auf der Welt Füße fassen. Überall auf der Welt musst du dein Ding machen. Ja? Und du wächst da rein. Du wächst in dein Leben rein, genau wie überall. Ja? Also von nichts kommt nichts, auch auf La Gomera nicht? Nein, mit Sicherheit nicht. Das kann ich dir schwören. Gearbeitet habe ich hier immer, ja. Aber guck mal, so wenig Wasser habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja? Das letzte Mal, als ich hier war, ging das Wasser, siehst du diese Linie dort? Ja. Bis fast oben hin. Es ist schon sehr, sehr wenig Wasser. Also ich hoffe nur, dass es diesen Winter noch sehr stark regnet, sonst haben wir hier ein echtes Wasserproblem. Ja, also man freut sich auf La Gomera auch, wenn es regnet. Klar. Ne? Natürlich gibt es auf La Gomera wissenschaftliche Bemühungen, mit dem Wasserproblem umzugehen, erzählt Petra. In der Del Huerto-Schlucht im Süden der Insel ist der Biologe Volker Böhlke mit einer Kollegin unterwegs. Die beiden kartieren seltene Tier- und Pflanzenarten. Ein recht neuer Forschungszweig auf La Gomera. Neben den Untersuchungen im Auftrag des kanarischen Umweltamtes beobachten die beiden Forscher auch die Auswirkungen, die der Klimawandel auf die Landschaft und die Anbauflächen hat.
La Gomera hat den zweithöchsten Wasserverbrauch der Kanarischen Inseln. 90% fließen in die Landwirtschaft. Die Wassersituation der Insel verschlechtert sich kontinuierlich. Es hat im September noch mal richtig geregnet, da war hier auch Wasser drin. Und manchmal sieht man auch ein bisschen die Spuren noch. Es ist so eine schnell wachsende Vegetation, nur wirklich dann ganz unten. Aber man sieht auch, dass länger nicht mehr wirklich viel Wasser durchgegangen ist. Und dementsprechend stellt sich dann immer die Frage, ob bei der ganzen Wasserwirtschaft, die dann hier durchgeführt wird, ob da nicht irgendwann auch tatsächlich der Grundwasserspiegel dann gesenkt wird, ob dann die Mengen, die entnommen werden, nicht über dem liegen, was theoretisch, naja, zumindest um die Vegetation zu erhalten, machbar wäre. Die Auswirkungen des fehlenden Regens werden von den Biologen für das Umweltamt dokumentiert. Also das ist ein Brunnen, 130 Meter tief, der geht tatsächlich bis ungefähr auf Meeresniveau runter und entnimmt dann da das Wasser aus einer der wasserreichsten Schluchten. Das sind bestimmt hier 20 Liter pro Sekunde, die da rauskommen. Ne? Also klar, das würde ansonsten den Talgrund befeuchten oder zumindest dafür sorgen, dass irgendwo Grundwasser auf einem höheren Niveau vorhanden wäre. Und in so einem trockenen Umfeld wie in La Gomeras Süden schlägt das ganz schön zu Buche. Aber es ist auch unheimlich viel wert, ne, für die Leute, die dann hier Landwirtschaft machen. Jetzt gerade hier die großen, hier oben auf dem Bergrücken beispielsweise, da in La Dama, diese große Bananenplantage. Das ist eine sehr, sehr wasserintensive Wirtschaft. Jede Bananenpflanze braucht irgendwie 20 Liter Wasser pro Tag. Ich frage mich nur immer, wie kann man den Leuten das verständlich machen? Also tatsächlich wäre es ja sehr, sehr schön, wenn es dann hier jetzt eine Bewegung geben würde, die dann La Gomera mehr oder weniger so erhält, wie es ist, um im Unterschied zu der Entwicklung, die dann zum Beispiel auf Teneriffa oder Gran Canaria stattfindet, wo auf Massentourismus, auf schnell viel Geld gesetzt wurde. Und während dann man hier sozusagen das Kontrastprogramm fährt, die Natur erhält und damit auch ein ökonomisches Potenzial. Das wäre natürlich toll, wenn das geschehen könnte. Ne? Noch ist der Massentourismus auf La Gomera nicht angekommen. Manche fürchten ihn, andere glauben nicht, dass er kommt. Der industriell organisierte Anbau von Obst ist heute allerdings schon ein Problem. Denn dorthin fließt das wenige Wasser, was eigentlich die Farmer der traditionellen Landwirtschaft auf den Terrassenfeldern brauchen. Wenn es den Pflanzen schlecht geht, leiden auch die Tiere. La Gomera hat eine reiche Vogelwelt. Viele kommen auch zum Überwintern hierher, bevor sie wieder weiterfliegen. Es gibt hier ganz viele verschiedene Vogelarten, auch endemische Arten. Die es nur hier gibt. Die es nur hier gibt. Deswegen darf man auch von den Wegen nicht abgehen, um nicht auf irgendwelche Vogelnester zu treten. Und die kleinen Kanarienvögel müsste es ja hier auch geben, ne? Ja, die gibt es hier auch. Von den Kanaren. Ja, logisch. Aber die sieht man nicht so leicht. Die siehst du nicht viel. Die sind schon scheu. Also ich sehe nicht viele. Mhm. Aber man weiß, sie sind da. Sie sind da. Guck mal, auf der anderen Seite siehst du dann die große Staumauer. Ne? Schon sehr massiv. Massiv. Guck, Camino Natural. Ist alles gut ausgeschildert hier, ne? Ja, ja. Wenn du willst, gehen wir noch nach San Sebastian, 40 Kilometer. 40 Kilometer, kein Problem. Guck mal, wie das hier rauswächst. Mhm. Das ist auch eine Agavenart, ja, aber eine Riesenagave jetzt, ja. Das ist 5 Meter hoch. Mensch, also das ist ja überhaupt, du kannst ja die ganze Zeit, schau mal, hier wieder. Es blüht und gedeiht, was man bei uns teuer kauft. Guck mal, was ist das? Ist doch auch so was ganz Ich glaube, die Schönes. heißt Malefora. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Eine Sukkulentenart auf jeden Fall. Ne? Wie schön. Die ist auch endemisch hier. Und wie spricht man diese Wahnsinnsteile noch? Bougainvillea. Bougainvillea, genau. Das ist ja auch die, guck mal, die gibt es in Weiß, in dieser Farbe, in Rot. Die gibt es in mehreren Farben. Ja. Und bei uns versucht man mühsam die zu peppeln. Ne? Und hier ist wie Unkraut. Die ist halt sehr, sehr dekorativ. Sieht wunderschön aus. Ja.
hast halt keine großen Bauklötze hier, ne? Nein. Das darf man ja gar nicht, glaube ich. Ne? Nein, bis jetzt noch nicht. Nein. Ich hoffe, das wird auch nie kommen, ja. Aber wie hat sich denn La Gomera verändert jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren? Du hast ja einen guten Überblick. Die Menschen hier sind älter geworden, die Menschen, die hier leben, ja. Also ich habe ja selber eine Tochter, die noch jünger ist. Und die jüngeren Leute, die sind halt, die meisten, die gehen, ja, weil sie halt hier keine Arbeitsmöglichkeiten haben. Es gibt halt nicht viel. Du hast hier Supermärkte, du hast hier Kneipen und Restaurants, aber ein paar Geschäfte, aber wie überall auf einem Dorf, logisch. Wenn du irgendwo auf dem Festland oder in Deutschland auf ein Dorf gehst, wird es ähnlich sein, denke ich mal. Ja. Also die Jugendlichen, die sind nach Teneriffa, aufs Festland, nach Gran Canaria. Aber das führt natürlich dazu, dass immer mehr ältere Menschen auf dieser Insel leben. Nur die Besucher, die sind, glaube ich, so ganz gemischt, ne? Die Besucher, die zum Wandern kommen. Die Besucher, die sind sehr gemischt. Es ist saisonbedingt, aber so Massentourismus, nein. Aber deswegen ist es eben hier auch noch so, wie es ist. Deswegen sieht es so aus hier. Ja, und das ist ja schon auch schön. Ne? Wir nähern uns zu Fuß der drittgrößten Stadt La Gomeras. Man kommt aber auch bequem mit dem Linienbus dorthin. De La Gomera es como tu sol, como tu luz, como tu amor. Rund um die Stadt gibt es viele landwirtschaftliche Betriebe. De La Gomera es como tu sol, como tu luz, como tu amor. Frente a las costas tinerfeñas, junto a mí, tu carita risueña, frente a ti, las costas tinerfeñas, junto a mí. Carita risueña, para soñar, para reír, para vivir contigo, para soñar, para reír, para vivir contigo. Neben der Strandbar flechtet Carmen Körbe und andere Dekorationen aus Bananenblättern. Das ist eine alte Tradition. Und die Blumendeko und Körbe mache ich nach alten Mustern, aber auch modernes. Die traditionellen Formen sind aber beliebter. Ich habe das in der Schule gelernt. Im Handarbeitsunterricht. Wir hatten eine Lehrerin, die uns die ganzen alten Techniken beibrachte. Sie zeigte uns zum Beispiel, wie man aus einem Jutefaden, gerollten Bananenblättern mit einer Nähnadel solche Körbchen macht. Das Geschäft mit dem Tourismus ist noch nicht so lange im Norden der Insel, also in Valle Hermoso, angekommen. Mittlerweile ist es auch hier die Haupteinnahmequelle. Überlaufen ist der Ort aber bislang nicht. Eine Spezialität aus Valle Hermoso ist Palmhonig, der sogenannte Guarapo. Er wird für viele typisch kanarische Rezepte verwendet. Irgendwas, das mit Palmhonig zu tun hat, möchte uns Petra nun in dieser Bar zeigen. Hallo, können wir einen Gomeron bestellen? Gern. Möchten Sie auch? Auch ein Gomeron? Trinken wir einen Gomeron? Trinkt er einen mit? Ja, er trinkt einen mit. Ach, das ist ja nett. Also dann 3. 3 kleine Schnäpse?
Das ist. Oh, das ist ja so fest. Das ist Mehl de Palma, ne? Palmhonig. Ach so. Palmhonig. Palmhonig. Ach, der ist so dunkel. Der wird aus den Palmfrüchten gemacht. Nein, aus dem Saft der Palme, ja? Aus dem Saft der Palme. Jetzt kommt der Palmhonig in den Schnaps. Palmhonig in den Schnaps, genau. Ach so, krass. Guck mal. Wow. Und jetzt wird es geschüttelt, oder wie? Das ist aber kräftig. Ai. Also man nimmt so einen klaren Schnaps und tut diesen Palmhonig rein. Das hat meine Großmutter schon gemacht. Oh, guck mal, ein eisgekühlte Gläschen kommt der wird kalt getrunken. Oh, ja, das Für den Palmhonig wird das Harz der Dattelpalme so lange eingekocht, bis dieser Sirup entsteht. Salut, ha? Salut. Salut. Auf La Gomera. Auf La Gomera. Stark? Fuerte, also very strong. Also hallo, das ist jetzt... Weg? Ja? Oh. Ai, guck mal hier. Der hier ist weniger stark. Was wird das Das jetzt? ist Mistela. Mistela. Ja. Se hace con Der ist vino, auch vino, cáscara de naranja, canela. Der wird gemacht aus Rotwein mit Orangenschale und Zimt und ein bisschen Rum oder Cognac. Mit Wacholder und Rotwein? Dazu gehören dann Biscochia, das sind die typischen Gomera-Kekse. Also man bestellt das eine und man kriegt dann gleich das nächste. Das ist ja hier wirklich super. Und danach torkelt man weiter. Das macht man aber jetzt ein bisschen, oder? Ah, so fruchtig. Und schön kalt. Auch süß. Die Frauen auf La Gomera haben es halt drauf. Para soñar, para reír, para vivir contigo. Isla de La Gomera es como tu sol, como tu luz, como tu amor. Wo genau wollen wir jetzt hin? Wir sind gleich da. Okay. Das wird ja hier Schau, da haben wir sie schon. Das sind die sagenumwobenen Quellen von Epina. Das sind jetzt 7 Quellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Willst du schwanger werden? Nee, ich habe schon 2 tolle Kinder. Cool. Das reicht. Sonst dürftest du nur aus der 7. trinken. Aha. Du darfst jetzt trinken aus der 2., 4. und aus der 6. Die Frauen. Und die Männer aus der 1., 3. und 5. Ich arbeite mich jetzt mal ganz klassisch Arbeite durch. dich durch, ja? Also die Männer Das ist 1, für- 3, 5, die Für, Frauen für die Gesundheit. Gesundheit. Dafür hast du mehr Glück in der Liebe, weil die steht für die Liebe. Okay. Schmeckt gut. Und für das restliche Glück. Wieso trinkst du denn aus der Schwangerschaftsquelle jetzt? Vielleicht nächstes Jahr, sag ich doch. Nächstes Jahr sagst du mir Bescheid. Das Mensch, nehmen wir mit. Das ist wirklich, ein Ort auf La Gomera, der wichtig ist. Ja, das ist ein sehr kultureller, wichtiger Ort hier, die Chorros von Epina, die Quellen von Epina. Und das ist eine Sage, die sich über Jahrhunderte gehalten hat. Also die Terratenientes, die Großbesitzerfamilien, haben ihre Angestellten extra hierher geschickt, um Wasser zu holen. Und die mussten Blätter, die es nur hier gibt, mitbringen, um zu beweisen, dass das Wasser auch wirklich von Epina war. Mensch, bist du öfter hier? Hin und wieder, nicht so oft. Man ist ja auch hier am Arbeiten. Das stimmt. Und du hast ja, glaube ich, auch, ne? Du hast ja schon, wie war das mit Gesundheit, Liebe, Glück? Gesundheit, Liebe, Glück. Gehen wir weiter. Läuft bei dir doch Genau, eigentlich so, oder? läuft alles.
Hier im Norden von La Gomera ist es feuchter und kühler als im Süden der Insel. Das hängt mit kühlen Meeresströmen zusammen, die hier vorbeifließen. La Gomera liegt am sogenannten Kanarenstrom, einem Ableger des Golfstroms. Der Kanarenstrom transportiert auf seinem Weg aus Nordafrika, aus den Meerestiefen, Nährstoffe und Mineralien hierher. Das gefällt vielen Fischen und vor allem den Walen, die hier sehr zahlreich vorbeiziehen. Wir fahren in den Westen der Insel, ins Valle Gran Rey, übersetzt Tal des großen Königs. Hier gibt es viele kleine Dörfer, die inzwischen nahtlos ineinander übergehen. Das hier ist zum Beispiel Puntilla. Puntilla ist sehr beliebt bei Urlaubern, sagt Petra, auch weil es hier direkt neben der Stadt einen Badestrand gibt. Jetzt bist du ja schon eine richtige Insulanerin, ha? Ich bin länger hier, als ich in Deutschland gelebt habe. Von daher ist es meine Heimat. Ich weiß nicht, da kann ich dir jetzt nichts anderes zu sagen. Es ist meine Heimat. Ich habe in Deutschland 24 Jahre gelebt und jetzt bin ich mittlerweile 33 Jahre hier. Ja. Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808. In La Calera lebt mit diesem allabendlichen Trommelritual die Hippie-Zeit wieder auf, die hier in den 1970er Jahren herrschte. Und bis heute trägt La Gomera bei manchen noch den Beinamen Hippie-Insel, was nach wie vor junge Aussteiger hierher zieht. Hier hoch? Dort hat man einen wunderschönen Ausblick. Ja, da sieht man, die Sonne scheint hier noch gerade so um die Ecke. La Calera ist einer der Hauptorte im Valle Gran Rey. Oh, das ist ja ein Traumblick. So ein schöner Platz da. Wollen wir uns da vorne an die Mauer setzen? Gerne. Ja? Gerne mit Blick aufs Meer. Ja, natürlich wunderschön. Schau mal, die Sonne, die ist Petra, das hast du toll ausgesucht. Das freut mich ja so sehr, dass es dir Oh, gefällt. Ja. guck das mal an. Man hält's kaum aus. Nee, also so schön. Hier wird zu vielen Speisen Gofio serviert. Möchtest du Ja, die unbedingt. Ja, möchtest du dann gib's sie probieren. ihr. Gerne. Ich habe gehört, das ist so typisch, das muss man mit Gofio unbedingt. In flüssigen Suppen nimmt man dann meistens wirklich dieses Polvo und rührt es sich selber ein, nach Gusto, so ein bisschen am Rand vermischen. Okay. Das gibt dann Kraft und Power. So, dann wünsche ich einen guten Appetit. Das sieht Muchas aber gracias. lecker. Dankeschön. So, buon provecho. Fein, gut. Ich muss aber dieses Mehl noch mal so ein bisschen so separat. Sehr lecker. Also schön so nach und nach so die verschiedenen Varianten kennenzulernen. Ne? Das Süße, was ja auch toll ist mit dem Honig. Und jetzt das Salzige mit der Suppe, was auch super ist. Und das nach unserem Spaziergang, das kommt jetzt besonders gut. Perfekt. Ah. Meeresluft macht hungrig. Ja. Das stimmt. Und durstig. Zum Wohl.
Aufwachen im Tal des großen Königs. Das gesamte Valle Gran Rey mit seinen vielen Orten hat weniger als 5000 Einwohner und 11.000 Übernachtungsmöglichkeiten. Wir treffen uns noch mal mit Petra, denn sie kennt sich hier besonders gut aus. Dann zeige ich dir jetzt noch mal eins von unseren Grundstücken. Ja? Hier geht mein Mann morgens vor der Arbeit immer hin. Hier rein? Ja, ja. Oh, weil wir halt ganz viel anbauen. Das heißt, ich nicht, er. Ja. Oh, das ist ja toll, was hier alles wächst. Ja, wir haben Avocados, Bananen. Bananen, Ja. die sind jetzt ein bisschen Toll, grün wie die da noch. so ja. hängen. Die meisten solcher Gärten sind seit Generationen im Familienbesitz und dienen vor allem der Selbstversorgung. So, jetzt gehen wir einfach den Wasserkanal hier entlang. Ja, das ist das alte Bewässerungssystem. Da werden dann so Schächte auf und zu gemacht. Aber jetzt haben sie diese neuen Kanäle hier gelegt. Das hier, da läuft das Wasser jetzt durch. Das ist aber ganz neu jetzt. Das kann der Juan dir besser erklären. Hola, Juan. Hola, ¿qué Hola. tal? Was machen ihr hier heute? Ich zeig Tamina hier dein Grundstück. Ja. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Das ist ja ein Gartenparadies. Und das Wasser, haben wir gesehen, kommt nicht mehr aus diesen alten Kanälen, sondern jetzt aus dem großen jetzt Schlauch. Hier arbeiten wir im Moment mit dem neuen System zu machen mit den Spritzen. Aha. Das sind so jede 2-3 Meter füllt man das. Ach, und dann kommt es hier lang. Ja. Und wenn hier genug ist, macht man wieder zu. Wir öffnen und gehen in die nächste. Aber ich muss hier. Mit jenem alten Kanalsystem wurden ganze Flächen auf einmal bewässert und dabei viel Wasser vergeudet. Deshalb arbeitet man heute eher mit der sparsameren, punktuellen Bewässerung aus Schläuchen. Okay, und ihr müsst auch Wasser sparen, oder? Ja, Es ist nicht genug Wasser auf der Insel. No. Wie ist das? No. Das heißt, man muss Wasser sammeln und dann... Früher wir hätten Regen im Winter, vielleicht 5-6 Mal starkes Regen. Und jetzt? Jetzt einmal, wenn wir sind glücklich. Ei, ei, ei. Also man freut sich über Regen hier Ja, auch. Ha? ja, für uns Regen ist wie ein Feiertag. Ach, boah. Aber hier, Juan, da wachsen einem ja die Avocados in den Mund bei euch. Ja, Der ganze Baum ist voll. Guck viele. mal. Ist ja unglaublich. Aber die sind noch nicht reif, oder? Die sind fast reif. Wir fangen an jetzt zu nehmen die. Bis jetzt wir hätten das Sommeravocado. Wir haben Avocado fast das ganze Jahr. Du nimmst das. Ich soll das? Ja, Ach, das sind die. ach, das ist zum Avocado ernten, das Ja. lange Ding. Diese da? Und dann drehen, oder was? Zu dir. Zu mir. Ja. Ziehen. Ja. Oh. Oh, meine erste geerntete Avocado. Oh. Da ist ein schönes. Ein Prachtexemplar, ha? Wow. Jetzt sind die Papayas dran. Wow. Perfekt. Aber die ist doch schon gut. Die sind alle gut. Oh, guck, die kommt einem schon entgegen. Die auch? Alle schon gut. Oh, ist das toll. Nicht mehr. So, Mensch, Ernten auf La Gomera. Das ist ja toll. Alles in eurem Garten. Alles für das Frühstück. Alles fürs Frühstück. Und jetzt Ich bin begeistert. Und jetzt frühstücken wir am Wasserfall. Was hältst du davon? Wir nehmen also Proviant mit und wandern zum Wasserfall. Natürlich. Wir wollen alles. Aber eine Papaya muss Juan gleich mal öffnen. Ist die so weich? Ist sie nicht zu reif schon? Ja, es ist reif. Muss. Oh, ach, guck mal, wie die aussieht. Ja, sowas. Das ist alles Bio. Aber ist das alles nur für euren Eigenbedarf oder verkauft ihr das oder wie? Die verkaufen ein bisschen nur für die Mangos. bezahlen die Mango, Avocado, bezahlen wir auch. Das sind auch Avocados. Und der Rest ist für euch und für Freunde? Ja, die Familien. Fürs Fernsehen. Da haben wir ein Glück, dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort sind hier. So viel? Ja. Hey. So, und jetzt? Oh, Essen. Einfach essen. Jetzt Essen. Petra, essen. essen, komm. Ja, ich habe die Schale noch dran. Oh, stimmt. Oh. Aber Petra? Oh, köstlich. Also frisch vom Baum ist natürlich unschlagbar. Ja, das ist die beste Lage zum Essen. Wir essen jetzt hier noch die waschen. Karre leer und dann gucken wir mal, ob wir es noch zum Wasserfall schaffen.
Diese Treppe, die gab es vor Ende der 80er noch nicht. Ja? Die ist noch nicht so alt. Wie ist man denn hier hochgekommen? Es gibt von der anderen Seite noch einen Weg. Also du kommst einmal da unten hoch und hier hoch. Ja? Die führen beide in dieses Dorf. Ich habe hier mal gewohnt, aber das ist jetzt schon hier, ja. Hier gleich dahinter, hinter diesem Haus. Das ist jetzt aber etwa 30 Jahre schon her, ja. Also. Mensch. Domingo ist eigentlich Elektrotechniker. Doch seit 30 Jahren macht er Schuhe. An die 100 verschiedene Modelle gehören zu seinem Sortiment. Maßanfertigungen macht er auch. Und viele andere Lederwaren, die die Urlauber gern als Souvenir mitnehmen. Neben ihm arbeitet sein Sohn Daniel. Auch er hatte mal einen anderen Beruf, im Tourismusbereich. Doch man hört raus, dass das nicht so sein Ding war. Schuhe machen ist halt was Handfestes. Ja, klar, im Tourismus in ein Hotel. Es gibt immer viel Arbeit natürlich, aber da bedeutet dann wie die Beruf vom Staat, sowas, die Minimumgeld, die du bekommst und sowas. Und nach einer Zeit arbeiten im Tourismus und sowas, bueno, hatte ich die Möglichkeit zu entscheiden und zu machen. Er hat sich für das modische Leder entschieden. Kontakt mit Urlaubern hat man hier auch. Und am Ende des Tages hält man was Greifbares in der Hand. Etwas, das man selbst geschaffen hat, sagt er. In El Guro, erzählt Petra, haben fast alle alten Bauernhäuser die Besitzer gewechselt. Es ist hip geworden, hier am Berg zu wohnen. Das Dorf ist in fester Hand von Aussteigern, Künstlern und anderen Sinnsuchenden. Nun beginnen wir von El Guro aus unsere Wanderung zum Wasserfall von Arure. Oh. Jetzt bekommen wir ein wenig nasse Füße. Aber es ist schön erfrischend, die Luft ist gut. Das ist so dickes Schilf hier, Schachtelhalm und Abenteuer auf La Gomera, Hilfe. Ja, da muss man ein bisschen gucken, dass man nicht wegrutscht, aber es ist toll. Oh, Petra, jetzt müssen wir klettern. Aber geht. Klar. Ja, jetzt wird durch den Bach noch etwas nässer. So, Petra, und jetzt? Jetzt müssen wir hier am Seil hoch. Ja. Oh, am hier. Seil? Ja, nimm das Seil. Okay. Oh. Und da musst du dich dann hochziehen. Aber Vorsicht. Ja, ich sehe schon. Geht. Petra, geht das? Das geht, ja. Hola, hallo. Hallo. Lohnt sich zum Wasserfall? Lohnt sich sehr. Ja? Ist sehr schön. Ist schön? Zum Drunterstellen? Nur wenn man ganz an die Wand geht vielleicht. Gut, wir sind schon gespannt. Ciao. In der Schlucht von Arure fließt das ganze Jahr über Wasser. Entstanden ist sie während eines Vulkanausbruchs vor 2 Millionen Jahren. Bis da ganz hoch. Und je nachdem, wie viel Regen fällt, ist wahrscheinlich kommt hier viel oder weniger runter. Ne?
Vor 40, 50 Jahren gab es natürlich mehr Wasser. Ja? Logisch. Ja, war eindeutig mehr. Aber ist immer noch schön. Hausgemachte Mangomarmelade. Oh, was du alles aus deinem Rucksack zauberst. Das ist ja toll. Guacamole. Guck mal hier. Oh, 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 oh. Guacamole, ich liebe das. So. Was ist denn in der Guacamole genau drin? Avocado natürlich. Und dann kommt es sehr auf die Qualität der Avocado drauf an, ja, welchen Geschmack du erhältst. Ganz fein gehackte Zwiebeln. Und dann haben wir eine ganz feine Paprika, die ist orange und länglich, die ist so halbscharf. Ja? Super. Und die hackt er auch ganz klein. Und geschälte Tomaten auch. Ne? Ein bisschen Zitrone, oder? Ein bisschen und Zitronensaft, damit das Ganze nicht oxidiert und ein bisschen Salz und Pfeffer. Wir bleiben an der Westküste von La Gomera. Wo kann man denn hier schnorcheln? Schnorcheln? Da gibt's ein paar Stellen. Der Strand von Vuelta ist gut geschützt. Schau mal, hier. Hier ist der Strand und hier sind wir. Und zum Schnorcheln ist dieser Bereich gut geeignet, weil der Hafen Schutz bietet. Und wenn du Glück hast, siehst du sogar einen Rochen. Ein Mantarraya, ein Mantarochen. Ja, mit ein bisschen Glück. Okay. Super. Muchas gracias. Adiós. Bueno. So. Und jetzt kommt der Hit. Kennt man die richtigen Leute im Hafen von Hueltas, kann man sehen, wie man einen Rochen mit der Hand füttert.
Ja, komm her. Ja, schön. Der Mund sitzt direkt unter den Augen. Man muss ihnen die Fische da reinschieben, aber es ist gefährlich, weil sie dann auch ganz schnell zuschnappen können. Così? Sì. Ich glaube, ich habe sie gegeben. Was kommt da? Ja, komm her. Ja, schön. Jetzt will er was zu fressen. Ein zahmer Rochen hier auf La Gomera. Der kommt immer hier an die Treppe am Morgen. Am Abend sind wir mit einer Gruppe und dem Biologen Volker Böke unterwegs, den wir schon von seinen wissenschaftlichen Pflanzen- und Wasserexpeditionen kennen. Hier erklärt er uns jetzt bei Ebbe, welche Meeresbewohner im Küstenstreifen leben. Wir haben jetzt hier vorne einen Seehasen, der fast schon ausgewachsen ist. Der wird noch mal vielleicht doppelt so groß wie dieser jetzt hier. Der längste, den ich mal gefunden habe, der reichte mir von der Fingerspitze bis zum Ellenbogen. Ihr könnt da mal auch dran fassen, die sind so dick mit Schleim überzogen und in dem hinteren Teil eingebettet. Wenn ich das so ein ganz klein bisschen öffne hier, den Hautlappen, der vom Fuß her den ganzen Körper überzieht, dann sehe ich hier hinten ist das Gehäuse. Und das, was er jetzt da hochstellt, das ist sein Hinterteil. Und dadurch kann der auch richtig Tintenwolken ausstoßen. Und das ist seine Verteidigung. In der zweistündigen Führung findet Volker so viele Tiere, dass man meint, wirklich alle Bewohner kennengelernt zu haben. Seegurken sind sozusagen die Staubsauger der Meere. Die haben vorne an der Mundöffnung mehrere Tentakel, mit denen sie dann den Untergrund abtasten. Alles, was dann da unten rumliegt, wird sozusagen reingezogen, das Organische verdaut und auf der Rückseite kommen Sandwürste wieder raus. Und hier sitzt eine unter der Kante. Oh. Also die Seegurke ist zwar da, aber sie hat sich nicht verteidigt. Normalerweise stößt sie dann wirklich weiße, klebrige Fäden aus. Hier dieser leicht erhobene Teil ist das Hinterteil. Und das, was sich da so ein bisschen absenkt, ist der Mund. Glück gehabt. Mit den schleimigen und giftigen Fäden der Seegurke in Kontakt zu kommen, ist keine so schöne Erfahrung. Ja, und das Beste war dann irgendwann mal ein Kumpel, der hatte das Mundstück von seinem Tauchgerät über den Boden geschleift. Da waren dann Tentakel dran kleben geblieben und dann hat er sich das in den Mund gesteckt. Ja, super Geschichte. Der war wirklich dann 10 Minuten später gar nicht mehr aus den Augen rausgeschaut. 2 Stunden war das Spielchen dann auch wieder vorbei. Aber eben macht man nicht. Ui. Hast du jetzt mit bloßer Hand die Segel da rausgezogen? So wie du. Ah. Geht. Seesterne fressen übrigens auch Seeigel. Wie das wohl geht? Jetzt kommt ein experimenteller Teil. Volker untersucht mit uns die Bodenqualität am Strand. Wir baggern das ab, 5 cm tief theoretisch, aber es ist im Grunde genommen die Oberfläche, die dann da abgebaggert werden müsste. Und dann müssen wir es durch Sieb jagen. Der kann auch raus, der Bimsstein? Moment. Obwohl, das weiß man nicht, ob das Bimsstein ist. Das ist ganz was Wichtiges, was du da gefunden hast. Das ist nämlich kein Bimsstein. Weil das da ist ein Pellet. Das ist Plastik, was noch nie in Form gepresst worden ist. Das ist sozusagen Rohmaterial. Wo könnte dieses Pellet denn jetzt aber herkommen? Das ist von aufgeplatzten Containern, die irgendwo über Bord gegangen sind. Und wir haben teilweise ganze Strände voll damit. Oh. Also nie eingesetztes Plastik. Ne? Genau. Ja, ja. Okay. Also diese kleinen Krümelchen, das wäre jetzt, würde hier unter Mikroplastik laufen, was im unteren Sieb drin ist. Ganz genau. Ja, da, guck, das ist schon faszinierend. Wenn man hier über den Strand geht, im Zweifel sieht man nichts. Und hier, wenn man es rausfiltert, sieht man doch, es ist da, das Mikroplastik. Und hast du schon mal einen Strand erlebt, wo man deutlich mehr Mikroplastik rausfiltert? Ja, also es gibt an der Südostküste von Teneriffa einen in Punta Brava ganz konkret. Ich habe den erlebt mit so dick Plastik.
Ja, dann gibt es andere Strände, wo dann auch die teilweise von der Raffinerie, von den Kraftwerken kommenden Ölreste angespült werden. Da liegt der Teer so dick. Wenn ihr euch diese Boote anschaut, der erste Eindruck ist ja immer, die sind sehr, sehr klein. Wer zum Teufel will damit rausfahren? Aber was dann geholt werden soll, im Endeffekt ist teilweise sehr viel Geld wert. Wisst ihr, wie viel so ein Thunfisch reinbringen kann? Gerade der Blauflossenthunfisch, der jetzt zum Beispiel geholt wird. Ein paar tausend Euro ein großer, oder? Ein paar tausend Euro ist auf jeden Fall drin. Also hier ist jetzt der durchschnittliche Preis eher so 10 Euro pro Kilo. Und wenn die 600 Kilogramm schwer werden, hat man dann schon so ein bisschen die Sache ausgerechnet. Aber wenn die anfangen, in die etwas größere Spitzenqualität reinzugehen, in die besseren Qualitätsbereiche, dann geht der Preis noch mal richtig hoch. Und zwar geht das dann bis zu ein Fisch 2 Millionen Euro. Was? Das sind dann diese ganzen Auktionen, die dann in Japan veranstaltet werden. Also gerade von diesem Fisch werden überhaupt 80% aus Europa gleich nach Japan transportiert, weil nur dort die Leute bereit sind, so viel Geld dafür zu bezahlen, dass sich das dann auch richtig lohnt. Aber wie wird denn der hier gefangen? Weil Thunfisch fangen ist ja eigentlich auch schon gleich rotes Tuch. Ne? Die Methodik hier ist anders als anderswo. Und tatsächlich sogar an der afrikanischen Küste setzt man sehr große Netze dafür ein. Ringwaden, in dem Fall, früher hat man teilweise auch Schleppnetze genommen. Es wird hier auf den Kanaren alles nicht eingesetzt. Hier ist der Kampf Mann gegen Fisch. Der Große, den muss man mit einer Schleppangel, die in großer Tiefe gezogen wird, 40, 50 Meter, mit einer großen Makrele bestückt, mit großer Geschwindigkeit ziehen. Da beißt der dann. Aber das ist echtes Kraftwerk. Und immer diese Geschichte, eine Angel, ein Fisch. Ist es also hier noch okay, Thunfisch zu bestellen? Nachhaltiger geht's nicht. Weil du kannst mit dieser Methode, mit immer nur die eine Fischart holen und mit der Hakengröße bestimmst du die Fanggröße des Fisches. Perfekte Fangmethode. Weil du hast keine Kleinfische und keinen Beifang. Unsere Reise auf La Gomera nähert sich ihrem Ende. An der Playa Ingles im Valle Gran Rey machen wir unseren letzten Spaziergang. Viva Gomera, viva la Gomera, viva Gomera, don't sing with me. Viva Gomera, viva la Gomera, viva Gomera, don't sing with me. Wandern und im doppelten Sinne ganz viel mehr. Das haben wir erlebt. Und das ist übrigens die Stelle, zu der es Petra immer wieder hinzieht. Kann ich verstehen, Petra, dass das dein Lieblingsort ist, wirklich. Mein absoluter Lieblingsplatz. Gerade wenn die Sonne untergeht, ne? Genau. Schwarzer Sand, kraftvolles Meer, rote Berge. Ist eine tolle Insel, La Gomera. Und man kann sich gut verständigen, weil so viele hier Deutsch sprechen. Jetzt sagen wir Tschüss, Adios und bis zum nächsten Mal. Adios. Und schauen uns zusammen den Sonnenuntergang an. Viva Gomera, come sing with me.